Ein schönes und klares Hautbild möchte doch jeder von uns gerne haben. Vor allem zeigt es uns, dass wir gesund sind. Und das ist das, was wir alle wollen. Eine gesunde, natürliche Schönheit von innen heraus. Und ich zeige euch, wie das funktioniert. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute verrate ich euch, wie die Naturheilkunde euer Hautbild verbessern kann und damit ihr wieder ein strahlend schönes Hautbild bekommt. Heute möchte ich euch meine besten Tipps für ein schönes, strahlendes Hautbild verraten und wie ich es geschafft habe, mit natürlichen Mitteln mein Akne-Problem loszubekommen. Als erstes möchte ich euch wieder erklären, wie die traditionell chinesische Medizin ein unreines Hautbild einstuft. Das Hauptsyndrombild einer unreinen Haut ist die Lungen- und Magenhitze. Diese beiden Funktionskreise sind nämlich miteinander verknüpft, wie ihr jetzt im Fütterungszyklus erkennen könnt. Der sogenannte Fütterungszyklus der TCM zeigt uns, dass alle organischen Funktionskreise in engen Beziehungen zueinander stehen und somit wird jedes Organ vom vorherigen genährt. Aus diesem Grund kann eine Magenhitze eine Lungenhitze begünstigen und andersherum. Oft sind diese beiden Funktionskreise nicht nur mit Hitze befallen, sondern auch mit Nässe. Das bedeutet, ihr habt ein Syndrombild, das nennt sich Nässe-Hitze unter der Haut im Funktionskreis Lunge und Magen. Eine Lungen- und Magenhitze hat auch noch die Begleitsymptome, zum Beispiel Unruhe, Ödeme, Durst, aber ohne Trinkverlangen. Es kann auch zu Schweißausbrüchen kommen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Mundgeruch und Durchfall. Hier seht ihr nochmal eine Zusammenfassung der Symptome einer Nässe-Hitze-Erkrankung. Um sicher zu gehen, dass ihr eine Lungen- und Magenhitze habt, könnt ihr auch nach dem sogenannten ECVO-Diagnoseverfahren vorgehen. Die ECVO-Technologie zeigt euch, dass ihr in jedem Körperteil den ganzen Körper wiedererkennen könnt. Vielleicht haben einige schon von euch von der Iris-Diagnose gehört. Oder aber auch von der Ohrdiagnose oder allein nur die Gesichtsdiagnose. Überall findet sich eine Widerspiegelung des ganzen Körpers wieder. Wer sich mehr darüber informieren möchte, kann gerne im Internet Näheres darüber nachlesen oder in geeigneter Literatur. In meinem Beispiel, das ich jetzt nennen möchte, habe ich das Gesicht mit einbezogen. Die ECVO-Technologie sagt, dass der Stirnbereich der Lunge entspricht. Aber auch der Wangenbereich kann auch der Lunge entsprechen. Und dieser Bereich hier um den Mund und die Wangen, der wird dem Funktionskreis Magen zugeordnet. Und wenn ihr vieles davon bei anderen beobachtet, werdet ihr feststellen, dass vermehrt hier sich immer Akne bildet und hier an der Stirn. Es gibt auch hormonell bedingte Akne, die zeichnet sich meistens im Kinnbereich aus. Somit könnt ihr zum Beispiel feststellen, wenn ihr Lungen- und Magenhitze habt, habt ihr wahrscheinlich an den Wangen und an der Stirn eure unreine Haut am meisten. Hier noch einmal eine Übersicht der ECVO-Diagnose im Gesichtsbereich mit ihrem jeweiligen Organbezug. Solltet ihr überwiegend an Akne im Kinnbereich leiden, habt ihr vermutlich, wie gesagt, ein hormonelles Ungleichgewicht. Wie ihr das wieder in Balance bringen könnt, zeige ich euch in meinem Video. Ihr könnt es gerne anklicken und euch nochmal die wichtigsten Infos rausschreiben. Damit habe ich mein hormonelles Ungleichgewicht wieder in Balance gebracht und auch mein Hautbild wieder verbessern können.
Nun möchte ich euch meine Ernährungsempfehlungen mitgeben, die euer Hautbild wieder strahlend schön werden lassen können. Als erstes kann ich euch grünes Blattgemüse empfehlen. Und zwar die bitteren Blattsalatsorten sind die besseren. Die traditionell chinesische Medizin hat alle Geschmacksrichtungen verschiedenen Wirkungen zugeordnet. Der bittere Geschmack zum Beispiel sorgt dafür, dass eure Nässe-Hitze-Prozesse unter der Haut beseitigt werden. Er trocknet die überschüssige Flüssigkeit aus und leitet sie auch über den Urin wieder ab. Außerdem sorgt der bittere Geschmack auch noch dafür, dass überschüssige Hitze gekühlt wird. Also baut sehr gerne bittere Salate in euren Ernährungsplan mit ein. So werdet ihr nach einer Weile ein schönes und strahlendes Hautbild bekommen. Als nächstes möchte ich euch auch noch Seefisch sehr ans Herz legen, wie zum Beispiel Forelle und Karpfen. Forelle und Karpfen werden in der traditionell chinesischen Medizin mit dem Geschmack salzig eingestuft. Salzig weicht Verhärtungen auf und führt dazu, dass eure Akneprozesse wieder gelindert werden können. Außerdem enthalten Seefische auch noch sehr viel Omega-3-Fettsäuren, die dafür sorgen, dass eure Akneprozesse gelindert werden. Außerdem wirken Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend und antibakteriell, was eurem Hautbild ja wieder zugutekommt. Nun seht ihr wieder eine Übersicht der Lebensmittel, die für ein schönes und gesundes Hautbild sorgen können. Natürlich haben wir auch wieder Lebensmittel, die ihr unbedingt meiden solltet, wenn ihr ein unreines Hautbild habt. Als erstes solltet ihr auf jeden Fall wieder Milchprodukte meiden, denn Milchprodukte sind in der traditionellen chinesischen Medizin ein sehr, sehr starkes Yin-Tonikum. Und wenn ihr zu viel Yin, also zu viel Feuchtigkeit in eurem Körper habt, wird der Körper versuchen, dieses zu viel an Feuchtigkeit abzutransportieren. Wie wird er das machen? Er wird es über die Ausscheidungsorgane versuchen loszubekommen. Euer größtes Ausscheidungsorgan ist die Haut. Dieses zu viel an Feuchtigkeit lagert sich natürlich unter der Haut ab und zusammen mit erhitzenden Nahrungsmitteln wie zum Beispiel scharfen Gewürzen wird sich euer Hautbild leider wieder verschlimmern. Also lasst Milchprodukte hier auch wieder weg. Und dann habt ihr schon mal sehr viel dafür getan, dass ihr wieder ein schönes und strahlendes Hautbild bekommt. Wenn ihr zusätzlich auch noch Lebensmittel zu euch nehmt, die stark jodhaltig sind, werdet ihr euren Akneprozess noch weiter verschlimmern. Denn Jod produziert sehr viel Hitze in eurem Körper und zusammen mit der Feuchtigkeit aus den Milchprodukten haben wir wieder das Krankheitsbild Nässe-Hitze. Da ein zu viel an Hitze auch noch eine ausleitende Wirkrichtung hat, kann sich jeder von euch denken, dass ihr damit auf jeden Fall eure Akneprozesse noch weiter verschlimmern werdet. Also lasst bitte auch wieder diese heißen Lebensmittel weg und in dem Fall eben diese jodhaltigen Lebensmittel. Und dies solltet ihr unbedingt vermeiden, um euer Hautbild gesund und schön zu halten. Das wären jetzt auch schon meine wichtigsten Ernährungstipps, die ich euch gerne mitgeben möchte, wenn ihr unter unreiner Haut leidet. Ich hoffe, dass euch diese Ernährungstipps helfen werden, euer Hautbild wieder in den Griff zu bekommen, damit ihr wieder zu mehr Selbstbewusstsein findet und euch wieder gut in eurer Haut fühlt. Nächste Woche in meinem Teil 2 für ein gesundes Hautbild erfahrt ihr, was die orthomolekulare Medizin noch bereithält, um euch ein schönes und strahlendes Hautbild zu schenken und welche Hausmittel mir geholfen haben, wieder zu einem schönen und strahlenden Hautbild zu gelangen. Bis nächste Woche und ernährt euch bitte immer schön gesund.